So. What the fuck war das? Das war gerade das Hintergrund von der Game Capture. Game Capture, der Hintergrund von Game Capture, wenn er halt nach einem Spiel sucht. Oder meinst du das hier? Ja, das ist ein Sound Alert. Den findest du, wenn du halt Punkte hast. Kannst du einsetzen bei dir. Natalie is extremely happy to use that one. Natalie freut sich sehr. So. Keine Bewegungsunschärfe. So. Ich habe auch die DLCs, look. Alle. Nur. Außer eins. Eins musst du noch eventuell kaufen. Maybe. I'm so alone. Yes, I know. Use it as much as you want. But you have to be careful, because there will be a lot of reading in this game, so, you know? Audio. Voice-over. So, Sounds. So. Andere. Sprache. Deutsch, yes. But I don't... Wait. I have to check something. Ich muss was überprüfen, ob die Audio Deutsch ist. Oder Englisch. Dagon. So, dann schauen wir mal. Okay, Audio ist nur Englisch. Okay, super. Perfekt, dann. Should we start? Sollen wir starten? Okay, ich starte mal, ne? Let's start this. Dagon ist eine originalgetreue Geschichte. Okay. Dagon ist eine originaltreue interaktive Adaption von H.P. Lovecrafts Werk, die sich auf besonders viel Augenmerk auf Geschichte und Atmosphäre legt. Du wirst hier keine schwierigen Entscheidungen, Aktionssequenzen oder Inventarverwaltung finden. Und die Bewegung ist auf das Fortbewegen durch die Orte im Einklang mit der Handlung beschränkt. Should I disable it, the sound alerts? I'm not quite sure. Soll ich die Sound Alerts ausschalten? Because there will be a lot of narration and reading. That's why. I'm not quite sure if I can trust you. Should I? Soll ich das ausschalten? Should I disable it? For this game, at least? Ich warte noch. Well. Yes, I'm listening. Yeah. What do you think about it? Coda well, I want you to, you know? Yeah. I want you guys to enjoy the story. Ich will, dass ihr die Story ein bisschen genießt. But, like I said, there will be a lot of reading, so I will disable it, okay? Only for this moment. Ich werde es deaktivieren. Sound alerts. Boop. And boop. Okay. I will enable it at some point. Okay, let's go. Los geht's. I am writing this under an appreciable mental strain, since by tonight I shall be no more. Ah, what? If this is a direct retelling of the novella, will you be interested? Of course, I'm always interested. So. Während des Spiels wirst du auf interaktive Elemente treffen. Durch einige von ihnen kannst du eine Reise fortsetzen, andere versorgen dich mit interessanten Fakten über die Original-Kurzgeschichte, ihren historischen Hintergrund und ihren Autor. Einige dieser Details sind im Spiel versteckt. Um diese Geheimnisse zu finden, musst du ganz genau hinschauen und nach dem Zeichen der Ältesten Ausschau halten. Okay. Okay. Right-click. Warte. Oh, sometimes I have to zoom in to find some, you know, information. Okay, Fragezeichen. Das hier. Okay. Yeah, exactly. That's why, you know, I want to disable it at least for now. Ah, ich kann mich nicht weiter umdrehen. Oh. Lovecrafts Briefe. Der Sucher findet das erste Trivia-Stück. Was die Briefe betrifft, so ist mein Fall eigenartig. Ich schreibe diese Dinge ebenso so leicht und flink, wie ich mich zu denselben Themen im Gespräch äußern würde. In der Tat ersetzt die briefliche Ausdrucksweise bei mir weitgehend die Konversation.
da mein Zustand der nervösen Erschöpfung immer akuter wird. Ich kann es nicht mehr ertragen, wie viel zu reden und werde so still wie der Zuhörer selbst. Meine Redseligkeit breitet sich auf dem Papier aus. H.P. Lovecraft an Reinhard Kleiner, 23. September 1917. Well, in this first paragraph, he's talking about that he does not like writing dialogues and prefers to write in letter form. And he just dislikes talking. And he gets very quiet, like the reader himself. That's why. Im Laufe seines Lebens schrieb Lovecraft etwa 100.000 Briefe an seine Freunde und Fans, von denen etwa 10% bis heute überlebt haben. Aber seine Neigung zu endloser Korrespondenz war eine relativ späte Entwicklung. Aha, gut. During his life, he wrote over 100,000 letters at his friends and fans, but only 10% of those letters survived. But his tendency for infinite correspondence, like his tendency for infinite replies, I don't know what correspondence in English is a late evolution, or late, not evolution, but improvement, or, change. In meiner Jugend schrieb ich kaum Briefe. Mich bei irgendjemandem für ein Geschenk zu bedanken, war eine solche Tortur, dass ich lieber eine 250-zeilige Pastorale oder eine 20-seitige Abhandlung über die Ringe des Saturns geschrieben hätte. Ausgewählte Briefe 1929, 31, H.P. Lovecraft. Okay, he wrote a lot of books where he just, letters where he just thanks the person for giving him a gift. But it was such a torture for him, like he disliked it. He would rather write a 250-page long pastoral, I don't know what pastoral is, or a 20-letter long abstract about the rings on the Saturn. My God. Lovecraft ließ oft Mahlzeiten ausfallen, um sich das Portrait zu leisten zu können. Sammlungen seiner Korrespondenz sind in verschiedenen Büchern veröffentlicht worden und ausgewählte Briefe sind online zu finden. Einige Leser betrachten sie als ein wichtiges Vermächtnis. Well, big novella, yes. He often skipped his meals so he can save some money. And yeah. And some of his replies were collected in books and published online, and yeah, and this is one of his most important legacies. Big novel as Talmud. Ooh, Talmud. I have to read it. But yeah. Du kannst die erfassten Details gleich lesen oder später im Hauptmenü wieder auf. Okay, okay, gut. Let's continue a bit. It's also a bit loud for me. So, schauen wir mal. Kann ich noch was finden? Sprich. Okay, hier, jetzt. Penniless, and at the end of my supply of the drug which alone makes life endurable, I can bear the torture no longer, and shall cast myself from this garret window into the squalid street below. Oh, okay. Dann schauen wir mal weiter. Do not think from my slavery to morphine that I am a weakling or a degenerate. When you have read these hastily scrawled pages, you may guess, though never fully realize, why it is that I must have forgetfulness or death. Schauen wir mal, let's look something up, if I can find anything. Oh. Morphin. Morphin kam im 19. Jahrhundert, okay, that's abstract about morphine. Nach der Erfindung, als Dagon veröffentlicht wurde, stellte der Morphinsmissbrauch, bekannt als Soldatenkrankheit, bereits eine große... Okay, so it's basically a summary about the history of morphine, and during writing Dagon, morphine was already known as a soldier's sickness, because a lot of soldiers were taking morphine. You know, fucking let me know. So, sonst finden wir nichts, ne? Weiter. It was in one of the most open and least frequented parts of the broad Pacific that the packet of which I was supercargo fell a victim to the German sea raider. Die Deutschen! The Germans! Oh,
You know what? Try again. Come. You know what? I will leave it open a bit. You can do it again. I will give you some time to do it again. Splish, splash, splish. Because I knew you want to play it. That's why I'm... No, it's alright. Play it once. Just tell me when you want to play it. So I can open the alert again. So, come on, do it. Else I will do it. Oh, okay, then. For you, only for you. Splish, splash, splish, splash, splish. Hi, hi, hey, hi. You happy? Okay, I'm disabling it again. Let's go. Okay. Lass mal nach Hinweisen suchen. Let's look for clues. Oh, da ist was. Lovecraft und der Weltkrieg. Oh, yes, always. I am, thank you. Good. Lovecraft and the World War. Dagon wurde etwa einen Monat nach dem Eintritt der Vereinigten Staaten in den Weltkrieg geschrieben. Lovecraft interessierte sich aktiv für das Verlauf. Er verfasste viele Gedichte, in denen er den Soldaten Mut zusprach und die Ereignisse, die sich in Europa abspielten, kommentierte. Er versuchte der Armee beizutreten, was er in einem der Briefe an Reinhard Kleiner erwähnte. Vor einiger Zeit beschloss ich, beeinflusst von meiner kompletten Nutzlosigkeit auf dieser Welt, trotz meines fast invaliden Zustands einen Einberufungsversuch zu unternehmen. Ich argumentiere, dass, wenn ich mir ein Regiment aussuchen würde, das bald nach Frankreich aufbrechen würde, meine schiere Nervenkraft, die nicht unbeträchtlich ist, mich aufrechterhalten zu können, bis eine Kugel oder ein Stück Schrapnell mich endgültig und effektiv beseitigen könnte. Okay. Doch obwohl er die körperliche Prüfung bestand, verhinderte seine Mutter seine Teilnahme am Krieg. Sie drohte, alles zu unternehmen, legal oder anderweitig, wenn ich nicht alle Übel offenbare, die mich für die Armee untauglich machen. I am Providence, the life and times of H.P. Lovecraft, T. Joshi. Cause of water here. I see. Okay. For you, Natalie. Lovecraft wanted to join the war. After he wrote Dagon only 1 month after the United States joined the First World War. And he wrote a lot of poems to support his own soldiers and troops that were happening in Europe. Like the stories were happening in Europe. He was basically commentating on the things that were happening in Europe. He tried to join the army and wrote it to Reinhard Kleiner. But the problem is, even though he was successful in passing the physical exam, his mother was trying to... His mother was not happy with that decision and tried to stop him at all costs and forced him to say all the negative things about him, so he gets declined at joining. At least that's what I understood from his letter. Okay. Ist hier noch etwas? Ist das something else? No. Auf zum deutschen Schiff. On to the German ship. The Great War was then at its very beginning, and the ocean forces of the Hun had not completely sunk to their later degradation. Do you actually know those stories, or do you mind if I read them out? Because you know a lot about him, and you know... Oh, look at this! The German flag! So that our vessel was made a legitimate prize, whilst we of her crew were treated with all the fairness and consideration due us as naval prisoners. Okay, so I will not read them out again. Okay, oder translate them. Okay. Okay. Die Hunnen. Die Hunnen waren zentralasiatische Nomaden, die eine Herrschaft in Europa errichteten und im 5. Jahrhundert nach Christus sogar in das Römische Reich einfielen. Sie waren als brutale, tödliche Krieger. Und Meister schneller Überfälle bekannt. Die ebenfalls mächtige Kompositbögen, Lassos und frühe Belagerungswaffen entwickelten. Während des Ersten Weltkriegs verwendeten die Briten das Wort Hunne
als Synonym für Deutsche, ein Zeichen für ihre schiere Brutalität. Der Begriff entstand jedoch, als der deutsche Kaiser Wilhelm II. Am 27. Juli 1900 eine Rege an seine Truppen hielt, bevor sie sich nach China einschifften. Solltet ihr auf den Gegner treffen, so wird er besiegt werden. Es wird kein Pardon gegeben werden. Es werden keine Gefangenen gemacht. Wer auch immer in eure Hände fällt, hat sein Leben verwirkt. So wie sich vor 1000 Jahren die Hunnen unter ihrem König Attila einem Namen gemacht haben, der sie noch heute in Geschichte und Legenden mächtig erscheinen lässt. So möge der Name Deutsch von euch in China so bekräftigt werden, dass kein Chinese es je wieder wagen wird, auf einen Deutschen zu schielen. Die Verweigerung der Gefangennahme war ein klarer Verstoß gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges, die im ersten Haager Abkommen von 1899 beschlossen wurden. Damn, they were brutal. Sie waren so brutal. Holy shit. So, finden wir noch etwas? Nee. Aber holy shit, Wilhelm II. War ja krank. He was actually sick. So liberal, indeed, was the discipline of our captors, that 5 days after we were taken, I managed to escape alone, in a small boat, with water and provisions for a good length of time. Aha. Na dann schauen wir mal, ob wir irgendwas finden. Nee, nichts hier. Nee. When I finally found myself adrift and free, I had but little idea of my surroundings. Aha. Never a competent navigator, I could only guess vaguely by the sun and stars that I was somewhat south of the equator. Ah. Of the longitude, I knew nothing, and no island or coastline was in sight. Ja, jetzt stranden wir einfach hier um die Weltmeere und hoffen, dass wir irgendetwas finden. Haben wir irgendwas hier zum Anklicken? Do we have anything to click on? Nee, ich glaube nicht. Aber können wir irgendwie die Sterne beobachten? Nee. The weather kept fair, and for uncounted days I drifted aimlessly beneath the scorching sun, waiting either for some passing ship or to be cast on the shores of some habitable land. Ja. Es brennt halt. It's burning. Es ist so warm, dass ihr schon die richtigen Probleme bekommt. Aber wir haben nichts zum Anklicken. Nichts. But neither ship nor land appeared, and I began to despair in my solitude upon the heaving vastness of unbroken blue. The change happened whilst I slept. Its details I shall never know, for my slumber, though troubled and dream-infested, was continuous. Was ist denn hier los? What's happening? Okay, haben wir irgendwas zum Anklicken? Immer wieder schön gucken. Aber ja, während des Schlafs stellt sich heraus, dass wir uns wieder auf matschigem Boden befinden. We are on a swampland. Get out, me swamp. Yeah, man, been there, done. Yeah. Isn't that your backyard, Natalie? You showed me your childhood pictures. It looks the same. It looks actually the same. I'm sorry, I'm just joking. Okay, wir schauen mal hier uns um. It is. Oh my god. When at last I awoke, it was to discover myself half sucked into a slimy expanse of hellish black mire, which extended about me in monotonous undulations as far as I could see. Wait, what's wrong? What's wrong? And in which my boat lay grounded some distance away. Oh my god! What's wrong? What's wrong? What's wrong? Was los? Do you notice something? That I'm missing? Maybe? No. Okay. Okay, I'm waiting for you to reply so I can continue. Ich warte noch ein bisschen auf die Antwort. Schau dir diese Augen an. Look at those eyes. Look at all those chickens. Aber ja. Der Boden ist noch relativ matschig. Und unser Protagonist wird jetzt gleich merken, dass er
schwer haben wird, hier durchzulaufen. Und war halt erstmal ein bisschen trocknet. Yeah, my nanny picturing me on the background. Oh my god, let's go. Okay. Though one might well imagine that my first sensation would be of wonder at so prodigious and unexpected a transformation of scenery, I was in reality more horrified than astonished. For there was in the air and in the rotting soil a sinister quality which chilled me to the very core. Ah, okay, good. The region was putrid with the carcasses of decaying fish and of other less describable things which I saw protruding from the nasty mud of the unending plain. Perhaps I should not hope to convey in mere words the unutterable hideousness that can dwell in absolute silence and barren immensity. Ja. Wir können uns einfach nicht vorstellen, was hier gerade passiert. Stellt euch mal vor. Man landet einfach hier. Man ist irgendwo im Weltkrieg. Wird von den Feinden gekapert. Versucht zu entkommen. Entkommt sogar. Und dann auf einmal denkt man sich nichts. Weil man muss bedenken. Das Spiel ist noch vor dem Internet. Ich weiß. Zeiten vor dem Internet ist krass. Aber aus dem Nichts kommt sowas. Und denkst du so. Was zur Hölle ist hier passiert? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Und ja, das ist halt richtig krass. Just to tell you, Natalie, I'm like, imagine if you're in a war, during a First World War, and it was the time before the internet. You don't know what those things look like. You don't know what a swamp, like, you never saw something like this ever in your life. And then imagine you're just escaping the enemy from the First World War, and then landing somewhere here. It's so insane, so bizarre. Für uns ist es halt kein Problem. Weil wir kennen sowas. Wir haben so viele Medien gesehen. So viele Filme, Bücher und was weiß ich was gesehen. Aber damals muss es schon was krass gewesen sein. We all already read a lot of books, comics, watched a lot of shows and movies. So we know this is not unfamiliar, to say the least. But imagine someone 100 years ago saw this. Or read about this and you're like, whoa. There was nothing within hearing and nothing in sight save a vast reach of black slime. Yet the very completeness of the stillness and the homogeneity of the landscape oppressed me with a nauseating fear. I'm so sorry. I know your backyard is shit, but it's not that shit. Come on. The sun was blazing down from a sky which seemed to me almost black in its cloudless cruelty, as though reflecting the inky marsh beneath my feet. Did you just say Nicki Minaj? Okay, es tut mir leid, I'm sorry. Kann ich irgendwas finden? Ne, nichts hier gerade. Ne. Die Sonne vielleicht? Ne. It was a joke? It's not, no. One word sounded like Nicki Minaj. I'm like, what up? But it was a joke. As I crawled into the stranded boat, I realized that only one theory could explain my position. Oh, what the fuck? Das bewegt sich ja, it's moving. Ekelhaft. Well, it was a joke. Through some unprecedented volcanic upheaval, a portion of the ocean floor must have been thrown to the surface, exposing regions for which innumerable millions of years had lain hidden under unfathomable watery depths. So great was the extent of the new land which had risen beneath me that I could not detect the faintest noise of the surging ocean, straining my ears as I might. Nor were there any seafowl to prey upon the dead things. Wallahi, it was a joke. Da fehlt mir noch etwas hier. Fisch. Da, disgusting. Das ist so ekelhaft. Alter, Da war auch gerade irgendwas. Naja. Weiter geht's. For several hours I sat thinking or brooding in the boat, which lay upon its side and afforded a slight shade as the sun moved across the heavens. The whole picture is very similar to a nightmare with monsters that the imagination has never painted in its entirety, so in life they look scary.
Yes, definitely. Definitely. As the day progressed, the ground lost some of its stickiness and seemed likely to dry sufficiently for traveling purposes in a short time. Okay, dann gehen wir weiter. That night I slept but little, and the next day I made for myself a pack containing food and water, preparatory to an overland journey in search of the vanished sea and possible rescue. I know. I know. So. Hier können wir draufklicken, aber haben wir noch etwas Interessantes? Das leuchtet so rot. It's glowing red. Aber nichts haben wir noch hier. Keine Trivias, ne? Ne, dann gehen wir weiter. On the third morning, I found the soil dry enough to walk upon with ease. He's just playing. He will not bite. The odor of the fish was maddening, but I was too much concerned with graver things to mind so slight an evil, and set out boldly for an unknown goal. Oh, okay. So, schauen wir mal. Haben wir hier etwas? Nichts hier. It's so empty. Es ist so leer, ne? Wir gehen aber mal weiter. All day I forged steadily westward, guided by a faraway hummock which rose higher than any other elevation on the rolling desert. Jetzt sehen wir auch im Hintergrund diesen Hügel, der jetzt eine richtige Rolle spielen wird. Das ist eine relativ kurze Geschichte. Deswegen ist es auch so gut. Weil es einfach sehr spontan ist. Es funktioniert einfach so gut. Passt auf, Freunde. Look at all... Oh mein Gott. Ah, ekelhaft. Disgusting. So, wir gehen mal weiter. Wir nähern uns dem Hügel jetzt. That night I encamped, and on the following day still travelled toward the hummock, though that object seemed scarcely nearer than when I had first espied it. Genau. Wie wir jetzt gleich merken werden, ist dieser Hügel ein bisschen größer als erwartet. The hill will be a lot bigger than we thought. By the fourth evening, I attained the base of the mound, which turned out to be much higher than it had appeared from a distance. An intervening valley setting it out in sharper relief from the general surface. I feel that you probably have to avoid mountains. Here we go. Yeah, no. We will mount that shit. Too weary to ascend, I slept in the shadow of the hill. I know not why my dreams were so wild that night. But ere the waning and fantastically gibbous moon had risen far above the eastern plain, I was awake in a cold perspiration, determined to sleep no more. Such visions as I had experienced were too much for me to endure again. And in the glow of the moon I saw how unwise I had been to travel by day. Without the glare of the parching sun, my journey would have cost me less energy. Indeed, I now felt quite able to perform the ascent which had deterred me at sunset. Ja, wie wir jetzt merken, ist es viel einfacher in der Nacht den Berg zu erklimmen als bei Tag, weil man halt weniger Energie verbraucht. Die Sonne nicht so auf einen hinunterprasselt. Oder hinunterstrahlt. Und ja, es ist jetzt ziemlich dunkel. Jetzt schauen wir mal, was für Weg ist denn hinter dem Berg, nicht wahr? Was ist hinter diesem Hügel hier? Picking up my pack, I started for the crest of the eminence. Das schauen wir mal. Da. Aber sonst haben wir hier nichts, ne? Polarlichter. Gehen wir mal weiter. I have said that the unbroken monotony of the rolling plain was a source of vague horror to me. But I think my horror was greater when I gained the summit of the mound and looked down the other side into an immeasurable pit or canyon, whose black recesses the moon had not yet soared high enough to illumine. I felt myself on the edge of the world, peering over the rim into a fathomless chaos of eternal night.
Through my terror ran curious reminiscences of Paradise Lost, and of Satan's hideous climb through the unfashioned realms of darkness. As the moon climbed higher in the sky, I began to see that the slopes of the valley were not quite so perpendicular as I had imagined. Ja. So, schauen wir nochmal, ob wir hier irgendwas finden. Irgendetwas. Nein, wir gehen weiter runter. Ledges and outcroppings of rock afforded fairly easy footholds for a descent, whilst after a drop of only a few hundred feet, the declivity became very gradual. So, wie wir merken, ist es gar nicht so steil. Es ist wahrscheinlich möglich, dass wir eventuell ein bisschen runtergehen, ne? Let's go da. Urged on by an impulse which I cannot definitely analyze, I scrambled with difficulty down the rocks and stood on the gentler slope beneath. So, wie wir jetzt gerade auch sehen, ist hier irgendwas. There's something here. Not looking natural compared to the surrounding of us, our environment. Wir sehen jetzt gerade etwas, was ziemlich unnatürlich sieht im Vergleich zu unserer Umgebung hier. Gazing into the Stygian deeps, where no light had yet penetrated. All at once, my attention was captured by a vast and singular object on the opposite slope, which rose steeply about 100 yards ahead of me. An object that gleamed whitely in the newly bestowed rays of the ascending moon. So, da können wir weiter, aber schauen mal kurz. Ob wir doch irgendetwas hier finden. Irgendein Trivia. Ich glaube, wir finden kein Trivia mehr, ne? Ne, los. That it was merely a gigantic piece of stone, I soon assured myself. But I was conscious of a distinct impression that its contour and position were not altogether the work of nature. A closer scrutiny filled me with sensations I cannot express. So. Wir kommen immer dem Monolithen etwas näher. Werden wir jetzt mal schauen, ob wir irgendetwas auf dem Monolithen finden. Let's see if we can find something on the monolith. For despite its enormous magnitude and its position in an abyss which had yawned at the bottom of the sea since the world was young, I perceived beyond a doubt that the strange object was a well-shaped monolith, whose massive bulk had known the workmanship and perhaps the worship of living and thinking creatures. Dazed and frightened, yet not without a certain thrill of the scientist's or archaeologist's delight, I examined my surroundings more closely. Aha. Haben wir doch etwas hier? Ich glaube nicht. The moon, now near the zenith, shone weirdly and vividly above the towering steeps that hemmed in the chasm, and revealed the fact that a far-flung body of water flowed at the bottom, winding out of sight in both directions and almost lapping my feet as I stood on the slope. Across the chasm, the wavelets washed the base of the Cyclopean monolith, on whose surface I could now trace both inscriptions and crude sculptures. So, wir sind jetzt dem Monolithen etwas näher gekommen und sehen, dass da irgendetwas drauf ist. Irgendetwas gezeichnet, gemalt. There's something drawn on that. The writing was in a system of hieroglyphics unknown to me and unlike anything I'd ever seen in books, consisting for the most part of conventionalized aquatic symbols such as fishes, eels, octopi, crustaceans, mollusks, whales, and the like. Several characters obviously represented marine things which are unknown to the modern world, but whose decomposing forms I had observed on the ocean-risen plain. It was the pictorial carving, however, that did most to hold me spellbound. Ja, oh, was ist das? Jetzt können wir was anklicken. Erzählmethoden. Dagon enthält viele Themen und Erzählmethoden, die Lovecraft in seinen späteren Werken weiterentwickelte, wie beispielsweise
Das Erzählen der Geschichte durch Schnitzereien. At the Mountains of Madness, the Nameless City. Tagebücher und Notizen der Charaktere. The Shadow of the Time, The Haunt of the Dark. Aus dem Meer aufgetauchte Inseln, The Call of Cthulhu. Fiktive Wesen und Gottheiten, die auf Ereignissen und Mythologien der realen Welt basieren. Migo in The Whisperer in Darkness. Die Geschichte gilt auch als Ursprung des sehr beliebten Cthulhu-Mythos. Auch einige von Lovecrafts anderen Geschichten enden ähnlich wie Dagon, aber gehen wir hier nicht zu sehr ins Detail, um das Ende nicht zu verraten. Ich schau noch mal gerade kurz, ja. Schätzereien, Tagebücher, Notizen, ja. Krass. Ich freue mich so sehr auf die Bücher, wenn ich die lese. Ich bin ja gerade dabei, H.P. Lovecrafts Gesamtwerk zu lesen. Das ist halt so gut. Ist so gut. So. Plainly visible across the intervening water on account of their enormous size were an array of bas-reliefs whose subjects would have excited the envy of a Doré. I think that these things were supposed to depict men, at least a certain sort of men. Though the creatures were shown disporting like fishes in the waters of some marine grotto, or paying homage at some monolithic shrine which appeared to be under the waves as well. Of their faces and forms I dare not speak in detail, for the mere remembrance makes me grow faint. Grotesque beyond the imagination of a Poe or a Bulwer. They were damnably human in general outline, despite webbed hands and feet, shockingly wide and flabby lips. And they were mermaids. Oh my god, they were mermaids. Glassy, bulging eyes, and other features less pleasant to recall. Curiously enough, they seem to have been chiseled badly out of proportion with their scenic background. For one of the creatures was shown in the act of killing a whale, represented as but little larger than himself. I remarked, as I say, their grotesqueness and strange size, but in a moment decided that they were merely the imaginary gods of some primitive fishing or seafaring tribe. Some tribe whose last descendant had perished eras before the first ancestor of the Piltdown or Neanderthal man was born. And they were mermaids. Ja. So, finden wir noch etwas? Ne, weiter. Awestruck at this unexpected glimpse into a past beyond the conception of the most daring anthropologist, I stood musing whilst the moon cast queer reflections on the silent channel before me. Then, suddenly, I saw it. Was sah er? Was sah er? With only a slight churning to mark its rise to the surface, the thing slid into view above the dark waters. Vast, Polyphemus-like and loathsome, it darted like a stupendous monster of nightmares to the monolith. Oh mein Gott, was ist das? About which it flung its gigantic scaly arms, the while it bowed its hideous head and gave vent to certain measured sounds. Oh nein, was passiert? I think I went mad then. Of my frantic ascent of the slope and cliff, and of my delirious journey back to the stranded boat, I remember little. Schnell hauen wir gerade ab, weil wir wissen nicht, was gerade passiert. We have to run away. Something's happening. I believe I sang a great deal and laughed oddly when I was unable to sing. Ja. Da wird man halt gerne verrückt, ne? Wäre ich auch geworden. Ach, wem sag ich was? Ich bin schon verrückt. I have indistinct recollections of a great storm sometime after I reached the boat. At any rate, I know that I heard pearls of thunder and other tones which nature utters only in her wildest moods. Schnell wieder zum Boot. Oh. When I came out of the shadows, I was in a San Francisco hospital.
brought thither by the captain of the American ship which had picked up my boat in mid-ocean. In my delirium, I had said much, but found that my words had been given scant attention. Of any land upheaval in the Pacific, my rescuers knew nothing, nor did I deem it necessary to insist upon a thing which I knew they could not believe. Wir haben es doch zurückgeschafft. Oh, was ist das? Der Journalist. Lovecraft war eine prominente Figur in der Welt des Amateurjournalismus. 1915 begann er mit der Herausgabe einer eigenen Zeitschrift namens The Conservative, die politische und soziale Kommentare, Gedichte, Kurzgeschichten und Literaturkritik von ihm und anderen Autoren enthielt. Howard war ein geschickter Wortschmied, aber er nahm sich auch Kritik zu Herzen, was dazu führte, dass er sich zum ersten Mal seit seiner Teenagerzeit vom Gedichtschreiben abwandte und sich wieder auf schräge Belletristik konzentrierte. Dagon veröffentlicht 1919 ist eine der Kurzgeschichten, die während dieser Zeit entstanden. In diesem beispielhaften Auszug aus The Conservative erklärte der Meister der Horrorfiktion seine Einstellung zum Krieg und der Idee des Weltfriedens. Warum ein vernunftbegabter Mensch an die Möglichkeit eines universellen Friedens glauben kann, ist mehr als ein Konservativer ergründen kann. Sollte die gesamte zivilisierte Welt gleichzeitig gleichzeitig der Abrüstung zustimmen, würde eine oder mehrere Nationen zweifelsohne Waffen behalten und zu gegebener Zeit ihrer altruistischen und weniger scharfsinnigen Zeitgenossen für einen wilden Eroberungsfeldzug gegen diese unbewaffnete Opfern ausnutzen. Kein Land kann jemals über der Kriegsführung stehen, bis sich der Grundimpuls des menschlichen Tieres auf wundersame Weise geändert haben. Ja, das stimmt. Wow, he was quite pacifistic at some point, but weirdly enough. Er ist ziemlich komisch. Er versteht den Weltfrieden, also ne, dass die Menschen halt richtige Tiere sind, aber gleichzeitig kritisiert er die da auch dafür, so dass sie halt nicht diesen von Grund auf friedwillige Einstellung haben. Aber gleichzeitig sagt er, dass Waffen notwendig sind. So verstehe ich das zumindest. He basically says that even if countries decided that at some point everybody gets rid of their weapons, there would be a few countries that will keep their weapons. And thus no true peace can ever be achieved, because at some point those armed countries will invade another unarmed country. Until there's a human push in the human consciousness, or a new evolution of the human consciousness, where peace is just integrated into your consciousness, then only then there could be peace. So, dann schauen wir mal weiter hier. Sonst sehe ich hier nichts. Oh. Zur Verteidigung von Dagon. 1921 veröffentlichte Lovecraft 3 Essays, The Defense Reopens, The Defense Remains Open und Final Words, die später als Sammlung mit dem Titel In Defense of Dagons veröffentlicht wurden und in denen er eine Reihe von Kritikpunkten an seinen Werken zurückwies. Einige bemerkenswerte Zitate: Ich male, was ich träume. Den Rest soll das Publikum unter sich ausmalen. Mr. Monday, fragt nach der Daseinsberechtigung von Dagon. Ich werde sie ihm geben, schlicht und einfach, um meine Zustimmung wiederzugeben. Das Ziel ist das Einfachste in der ganzen Kunst, die Darstellung. Die physischen Schrecken des Krieges, wie extrem und beispiellos die auch sein mögen, haben kaum Einfluss auf das Reich des übernatürlichen Terrors, das komplett anders ist. Gespenster sind immer noch Gespenster, der Geist kann von Unwirklichkeiten mehr erregt werden als von Wirklichkeiten. In den Essays berührt Lovecraft die Themen Atheismus, Materialismus, die Suche nach Wahrheit und die Liebe zur Wissenschaft. So, haben wir noch etwas? Do we have anything else? Oh, yes. Der Atheist. Lovecraft betrachtete sich selbst als Atheist und absoluten Materialisten, was er teilweise auf seinen frühkindlichen Interesse an Astronomie und Wissenschaft im Allgemeinen zurückführte. In seinen eigenen Worten: Ich bin in der Tat ein absoluter Materialist. Was den tatsächlichen Glauben angeht, bin ich nicht an einem Fünkchen Glauben und an irgendeine Form von Übernatürlichkeit, Religion, Spiritualismus, Transzendentalismus, Metempsychose oder Unsterblichkeit. Ich sag nur,
dass ich es für verdammt unwahrscheinlich halte, dass so etwas wie ein zentraler kosmischer Wille, eine Geisterwelt oder ein ewiges Fortleben der Persönlichkeit existiert. Sie sind die absurdesten und unberechtigtesten aller Vermutungen, die man über das Universum anstellen kann. Und ich bin nicht haarspalterisch genug, um so zu tun, als ob ich sie nicht für verwerflich und vernachlässigbaren Schwachsinn halte. Theoretisch bin ich ein Agnostiker, aber bis zum Erscheinen radikaler Beweise muss ich praktisch und vorläufig als Atheist eingestuft werden. Quellen: Against Religion, The Atheist Writings of H.P. Lovecraft, Mythos, The Myth and Tales of H.P. Lovecraft and Robert E. Howard. H.P. Lovecraft, Robert E. Howard. Da finden wir noch etwas. Ich glaube nichts mehr. There's nothing to be found. What the fuck is that? Nein, wir finden nichts mehr. Wir nähern uns auch langsam dem Ende des Spiels. We are quickly arriving at the end of the game. Dann, hier raus. Once I sought out a celebrated ethnologist and amused him with peculiar questions regarding the ancient Philistine legend of Dagon, the fish god. Das noch nicht, wir schauen es mal. Da geht's weiter. We find something else. Aber finden wir noch etwas anderes? Nee. Dagon, war die Hauptgottheit der Philister, die im gesamten Nahen Osten als alter Gott der Fruchtbarkeit und der Ernte verehrt wurde. Im Hebräischen war das Wort Dagon ein gängiges Substantiv für Getreide. Die Herrscher von Akkad, Mesopotamien, wählten ihn zum Schutzpatron ihrer kriegerischen Eroberungen. Er erschien auch als Richter über die Toten in einem assyrischen Gedicht und als Gefängniswärter der Unterwelt in einem der babylonischen Texte. Er wird oft fälschlicherweise für einen Fischgott gehalten, was auf die falsche Interpretation seines Namens zurückzuführen ist, da im Hebräischen das Wort Dag Fisch bedeutet. In H.P. Lovecrafts Werken ist Dagon eine Unterwassergottheit, die über die Deep Ones herrschen, eine humanoide Rasse mit Fischmerkmalen, die in den Meeren wohnen. Er wird von einem geheimen Kult dem esoterischen Orden des Dagons verehrt. Lass mich mal kurz was trinken. Let me drink something, please. So, gehen wir weiter. Fehlt mir noch etwas? Nee. But soon perceiving that he was hopelessly conventional, I did not press my inquiries. Da. Oh. Finde die Hälfte der im Spiel versteckten Trivia-Stücke. Oh, I only got the half of it. Ich habe nur die Hälfte gefunden. Der Marketing-Experte Lovecrafts Versuche im Jahr 1925 einen Job zu finden, wurden von Ratschlägen beeinflusst, die er von Freunden erhielt. Unter anderem begann er als Freelancer für ein Marketingmagazin zu arbeiten, wo er Anzeigen und Werbespots schreiben sollte. Fühl dich frei, seine textlichen Fertigkeiten selbst zu beurteilen. Aus einer Anzeige für Curtis Woodworks. Curtis Woodworks umfasst sowohl die üblichen Bauwerke als auch die raffiniertesten Konstrukte von Einbau- und Dauermöbeln, wie Bücherschränke, Kommoden, Buffets und Schränke. Jedes Modell ist mit der reinsten Kunst, der reinsten Gelehrsamkeit und der sanftesten Handwerkskunst, die ein energisches Unternehmen beherrschen kann, erdacht und erschaffen worden, und es wurde so hergestellt, dass es sich streng an die Architektur jedes einzelnen Haustyps anpasst. Die Kosten sind in Anbetracht der Qualität erstaunlich gering und ein Markenzeichen auf den einzelnen Stücken verhindert jede Substitution durch unvorsichtige Bauunternehmer. Quelle Lovecraft Studies, Volume 7, Number 1, H.P. Lovecrafts S.T. Joshi. Und dann noch hier. August Derleth und der Cthulhu-Mythos. August Derleth war ein amerikanischer Schriftsteller und Anthologe. Er freundete sich ebenfalls mit Lovecraft an
und veröffentlichte viele seiner Werke über seinen Verlag Arkham House. Obwohl er viel zur Popularisierung der Werke des Autors nach dessen Tode beigetragen hat, umgeben ihn jede Menge Kontroversen. Einer seiner fragwürdigsten Entscheidungen war die Einführung der Doktrin Gut gegen Böse. Daleth war gläubiger Katholik und in den Cthulhu-Mythos, die ihm im Gegensatz zu Lovecrafts Weltbild und seinem Ansatz des kosmischen Horrors stand. Aufgrund dessen werden Lovecrafts Werke in der heutigen Kultur oft missverstanden und falsch dargestellt. Man sollte ebenfalls erwähnen, dass Lovecraft nie wirklich daran interessiert war, eine Mythologie zu schaffen und der Begriff Cthulhu-Mythos von Daleth geprägt wurde, nachdem der Autor das Reich der Lebenden bereits verlassen hatte. Oh, so this motherfucker, August Daleth, just was a big fan of good is evil because he was a Catholic. And that's why probably a lot of Lovecraft's works and stories got misrepresented apparently, or even or just misunderstood. Interesting. Sehr interessant. Krass. Fehlt mir noch hier etwas? Fehlt mir noch etwas? Dahin geht's weiter. Aber wir schauen mal, ob wir noch irgendetwas finden. Irgendetwas versteckt. Ich glaube nicht. Nee. Wir haben aber nur die Hälfte gefunden, ne? Krass. Dann gehen wir weiter. Da geht's weiter. Oh, hoho, gefunden. Wissenschaftler. Heutzutage ist das Wort Wissenschaftler ein weithin akzeptierter Begriff, aber zur Zeit der Veröffentlichung von Dagon wurde er noch heiß debattiert. Nachdem der Autor ihn in der Geschichte verwendet hatte, wiesen Kritiker darauf hin, dass Mann der Wissenschaft weit passender sei. Er gab zu, in Defense of Dagon, dass er bei einer Neuauflage von Dagon in der Tat diesen von ihnen vorgeschlagenen Ausdruck zu verwenden gedenke. Der Begriff Wissenschaftler entwickelte sich analog zu Künstler. Er bezog sich auf diejenigen, die verschiedene Wissenschaftszweige studierten. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert waren die Wissenschaftler in Großbritannien und den Vereinigten Staaten jedoch der Meinung, dass Mann der Wissenschaftler sowie der Begriff Gelehrter die einzig richtige Wahl sei. Unter anderem war er geschlechtsspezifisch und sollte so darauf hindeuten, dass nur ein Geschlecht diesem Streben folge. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg setzte sich der Begriff Wissenschaftler durch und Mann der Wissenschaft geriet als altmodisches Synonym der Vergessenheit. Okay. Sonst noch etwas hier? Nichts, ne? Ich finde zumindest nichts gerade. Ne, nichts ist mehr hier. Dann gehen wir weiter. Let's continue. It is at night, especially when the moon is gibbous and waning, that I see the thing. I tried morphine, but the drug has given only transient surcease, and has drawn me into its clutches as a hopeless slave. So now I am to end it all, having written a full account for the information or the contemptuous amusement of my fellow men. Noch nicht, wir schauen uns das noch um. Da geht's weiter, aber wir haben bestimmt noch hier etwas. Da! Lovecraft über Tabak und Alkohol. Lovecraft verabscheute Tabak, obwohl er bereits mit 12 Jahren zu rauchen pflegte. Lol. Lol. Um wie ein Erwachsener auszusehen und sich so zu fühlen, behauptete er in seiner Korrespondenz mit seinem Freund Reinhard Kleiner, dass er aufhörte, als er begann, lange Hosen zu tragen. Er hatte auch eine sehr starke Meinung über Alkohol, wie sein Brief an Celia Brown vom 13. Februar 1928 beweist. Was die Sache mit dem Trinken angeht, so habe ich nie berauschenden Alkohol gekostet und habe auch nicht die Absicht, es zu tun. Ich habe einen starken ästhetischen Ekel vor allem, was das zarte, natürliche Gleichgewicht des entwickelten menschlichen Intellekts und der Vorstellungskraft abstumpft oder vergröbert.
Trinken erregte bei mir eine persönliche Abscheu. Daher trinke ich nicht. Lass die Herde tun, was sie will. Ich bin eher für die Prohibition. Das Verbot der einen wie der anderen asozialen Kraft. Lol. Göller, The Spirit of Revision. Lovecraft's Letter to Celia Brown. Reed Bishop. H.P. Lovecraft. Sean Brown. Brenny. And Andrew Lehman. S.T. Joshi. Lol. Yeah. I said lol because he hates cigarettes or tobacco. But in the next one's like, he started smoking when he was 12. I'm like, bro. But yeah, he was also against alcohol because he's way too smart for alcohol, way too beautiful. And yeah, and also he was for the prohibition in America. The abolition or they outlawed just drink. They outlawed drinking. That's it. So, haben wir noch etwas? Can we find anything else? Nein! Ich habe eine Sache verpasst. I think I missed something. Shit. Ich habe eine Sache verpasst wohl. Often, I ask myself if it could not all have been a pure phantasm. A mere freak of fever as I lay sun-stricken and raving in the open boat after my escape from the German man of war. This I ask myself, but ever does there come before me a hideously vivid vision in reply. I cannot think of the deep sea without shuddering at the nameless things that may at this very moment be crawling and floundering on its slimy bed, worshipping their ancient stone idols and carving their own detestable likenesses on submarine obelisks of water-soaked granite. I dream of a day when they may rise above the billows to drag down into their reeking talons the remnants of puny, war-exhausted mankind. Of a day when the land shall sink and the dark ocean shall ascend amidst universal pandemonium. So, schauen wir uns noch an. Ne, was anderes finden wir nicht, ne? Shit, we can't find anything else. The end is near. Uh-oh. I hear a noise at the door, as of some immense slippery body lumbering against it. Warte, kann ich schon was finden? Ne. Maybe I can find something now. Wait. Warte. Nicht noch etwas? Ne. It shall not find me. Oh. God, that hand! The window! The window! Wait. Vielleicht finde ich noch was. Wait! Nein! Nun, goodbye. Vom Wahnsinn in die Vergessenheit. Entfliehe dem Wahnsinn. Escape the madness. Das war's. Vielen Dank, dass du unser Spiel gespielt hast. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht, in unserem kleinen Pool des kosmischen Grauens einzutauchen. Wir würden uns freuen, wenn du dir einen Moment Zeit nimmst, um Dagon zu bewerten und unsere anderen Spiele und DLCs auszuprobieren. Yay! We did it! We finished. Dagon. Wir haben Dagon durch. But there are still DLCs. Ich habe noch DLCs. Wir haben das Spiel durch. Yay! Wie? LOL? And scary stories have been accompanying men for centuries. They have many faces and forms. But what is their purpose? Why do we enjoy being afraid so much? During our therapy,
I'll try to... That scared me, Dr. Emerson's Nocturnes. Hast du Interesse? Oh my god, that scared the living shit out of me. Oh my god, I got scared. Oh, I missed... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I've missed 7. Wow, okay. I don't know where. Ich weiß nicht mal wo. Krass. Ich guck mal kurz, wie viel das kostet. But yeah, that was good. Das war ziemlich gut. Ah, das Spiel ist noch nicht draußen. The game is not out yet. Okay. Aber wir haben das Spiel durch. Habe ich das hier schon gekauft? Ich glaube nicht. Ja. Yeah. So. Just to ask. Should I play the DLCs now or sometime later? Soll ich die DLCs jetzt spielen oder später? Because we already finished this one. Wir haben jetzt den ersten Teil durchgezockt. Und deswegen würde ich gerne wissen, was ihr denkt. I would like to know what you think. If we should continue or not.